Liebe Angie, Kofferfrau wirst du auch genannt, bist hier seit vielen, vielen Jahren nicht mehr bei der Spielwarenmesse wegzudenken. Wie geht's dir denn heute? Ja, schon ein bisschen stressig seit der Früh weg, aber angenehm stressig, weil ich freue mich immer, wenn ich auf die Spielemesse komme und ja, bin sehr gehypt. Du bist sehr gehypt, sehr schön. Wie kommt's denn zu dem Namen Kofferfrau, liebe Angie? Also ich bin selbstständige Spielpädagogin und Kreativtrainerin in Österreich, mache das schon 27 Jahre und da ist es natürlich Pflicht, dass ich nach Nürnberg zur Spielemesse komme. Als Kofferfrau. Als Kofferfrau, ich sage immer, das ist ja beruflich, ja, aber es ist auch privat, weil ich bin jetzt gerade Oma geworden und da muss ich mal schauen, was für mein Enkel als Neueste am Markt ist. Ja, Mensch, hier, dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke, danke. Sehr, sehr gerne. Da würde ich dich doch direkt mal fragen, Spielzeug oder Spielpädagogin, das ist doch wirklich schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Du hast doch da auch einen bestimmten Slogan zu. Ja, also ich sage immer, ich spiele den ganzen Tag und verdiene damit mein Geld. Schöner kann es nicht sein, oder? Und Spiel ist einfach Lernen ganzheitlich. Ja, nicht nur jetzt bewegen und nicht nur Kopf, sondern wenn ich spiele, spiele ich ganz. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, was hat sich denn da Innovatives getan oder was kannst du mit all deiner Erfahrung der letzten 27 Jahre hier feststellen? Wie hat sich das Ganze denn entwickelt? Die Spielzeuge, die Spiele auch? Also grundsätzlich bin ich jetzt hauptsächlich mit der Landesregierung da, im Auftrag der Landesregierung. Wir schauen Brettspiele und wir machen so Spielevents, wo immer gebucht wird, wo ich meine Perspektiven abgebe, mein Rat abgebe. Und wenn ich jetzt das Spielzeug anschaue, es hat sich viel auf Kooperation, viel auf Natur, also Naturspiele gibt's ganz viel. Holz ist wieder ganz groß im Kommen, weg vom Plastik, weg vom Blim Blam Blim Blam. Ja? Eher auf natürliche, nachhaltige, wenn man spielt oder wenn man Spielzeug kauft, speziell, wie soll ich sagen, schon hochqualitativer und nicht mehr so viel Ramsch und Klumpert. Und du würdest auch sagen, ist das auch genau das, was Kinder mehr anzieht? Also gar nicht mal so dieses Plastikbuntes, sondern die Kinder wollen auch wieder an das echte Material, Naturmaterial zurück. Richtig, ganz genau. Es ist ja so, wenn man einer was hinlegt, so jetzt aus dem spielerischen Effekt her, und man legt ihnen was hin, greifen sie immer auf das, was angenehm sich anfühlt. Und das ist meistens Holz oder Naturmaterial. Sehr, sehr interessant, diese Entwicklung. Dann sag du mir doch noch als Spielpädagogin, ist es für Kinder besser, zusammen zu spielen oder doch allein zu spielen? Oder was sind da unterschiedliche Merkmale oder auch, was sind da die Unterschiede? Also was ich jetzt festgestellt habe auf der Messe, es gibt sehr viele Spiele zu zweit, was ich auch sehr wichtig finde, weil es wird auch immer mehr so zu zweit zu spielen. Dann habe ich sehr viele Solospiele entdeckt, wo sich das Kind alleine beschäftigen soll oder auch der Mensch alleine beschäftigen soll, finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil es ist immer so, wir sind überflutet mit so vielen Sachen und dass ich mich einmal alleine mit mir beschäftigt, finde ich ganz, ganz einen wichtigen Punkt. Ja? Und ich fördere das auch durch. Ich kann jetzt nur von meinem Enkel reden, das ist jetzt 10 Monate, das spielt sich stundenlang mit einem Ball in einer Tegel, wieder aus und wenn man es da unterbricht, ist das ganz schlecht. Ja, weil da macht es seine eigene Erfahrung. Man soll ja auch nicht immer zu viel annehmen und nicht immer zu viel sagen, komm her und das machen wir und das, sondern alleine irgendwas experimentell zu erfahren. Das finde ich ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und ich finde es total wichtig, dass wir beide miteinander gesprochen haben. Dann sag du mir doch noch, liebe Angie, zum Abschluss, was ist so dein Lieblingsspielzeug? Womit spielst du am liebsten? Das ist jetzt ganz schwer. Das ist jetzt wirklich ganz schwer. Also ich sage, ich gehe am liebsten in den Wald, suche Naturmaterialien und spiele mit dem und baue auch eigene Spiele damit. Also auch mit Moos und mit Kiefer, Zahnzapfen und alles, was du finden kannst. Richtig, genau. Also heißt es raus in die Natur, liebe Angie. Dankeschön, dass du uns aus Österreich besuchen kommst, Jahr für Jahr, und dass du so viel tolles Leben mit hier reinbringst auf die Spielwarenmesse. Danke voll dir. Toll. Viel Spaß noch und Danke. gute Gespräche dir. Nicht Ja. zu viel Stress, gell? Nein.